Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Heute schauen wir uns an, wie wir ein Circular Array in Python implementieren können. Denn, ja, wir haben letztes Mal uns das Ganze in der Theorie angeguckt. In der Praxis sieht das halt ein bisschen anders aus. In der Theorie ist relativ einfach zu verstehen, was das eigentlich tun soll. Deswegen aber trotzdem das letzte Video, damit ihr wisst, was heute passieren soll. So, jetzt wollen wir hier natürlich eine neue Klasse erstellen. Wir wollen das Ding benutzen wie eine stinknormale Liste. Und dazu bauen wir uns einfach eine Klasse namens Circular List in dem Fall tatsächlich, weil Python an sich erstmal keine Arrays wirklich hat. Deswegen arbeiten wir hier mit Listen. Ihr könnt, wie gesagt, das ganze Ding auch auf Array-Basis machen, dann ist es halt ein kleines bisschen komplexer. Wenn ihr das braucht und wenn ihr das haben wollt, könnt ihr mir das gerne sagen. So, der Trick ist jetzt hierbei einfach zu sagen, ich möchte gerne eine Unterklasse von Liste erstellen und damit kann ich mir das Ganze auch relativ einfach machen. Jetzt brauche ich hier allerdings einen Konstruktor. Wir sagen hier einfach definit. Der bekommt natürlich die Args und die Quarks mit. Quarks. So, genau, Dankeschön. Und jetzt machen wir einfach ganz einfach das, was wir immer machen würden. Wir rufen uns einfach den Parent Constructor auf von unserer Klasse, nämlich Circular List. Also wir sagen quasi, ey, ruf den Konstruktor der Oberklasse auf, und zwar mit .init von den Args, von den Args, und eigentlich brauchen wir nur von Args von 0 und schon haben wir alles, was wir brauchen. So, das ist jetzt im Endeffekt eine stinknormale Unterklasse von Liste. Ihr könnt hier eine Instanz davon erstellen, die mir zum Beispiel sagt, print, wir erstellen, sagen wir einfach mal, eine Circular List. Also, die ist wie gesagt noch nicht circular, die ist noch nicht rund, sondern, noch nicht rund, ja genau. Sie ist aktuell einfach nur eine ganz normale Liste. Und zwar ist es eine Circular List, Klammer, Klammer, von zum Beispiel 0, 1, 2, 3, 4, 5 und 42 selbstverständlich. Und die packen wir jetzt da einfach mal mit rein. So, jetzt printen wir einfach mal C aus und schauen mal, was hier passiert. Wir sehen, wow, wir haben eine ganz stinknormale Liste erstellt. Herzlichen Glückwunsch. Jetzt können wir hier aber auch so tolle Sachen machen wie C. Punkt, und dann haben wir hier alle Funktionen, die eine Liste auch hat. Wir müssen nichts davon mehr implementieren. Können hier einfach sagen C.append 1337. Und wenn wir jetzt unsere Circular List ausgeben, haben wir hier einfach eine ganz normale Liste mit auch der 1337 drin. Easy. Okay, was brauchen wir jetzt aber noch, damit das Ding wirklich rund ist? Denn wenn ich jetzt hier, sagen wir mal, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, wenn ich hier von 7 mache, kriege ich die ups, das war das Debuggen, dann kriege ich die 1337. Wenn ich jetzt aber von 8 mache, dann habe ich ein Problem. Denn dann kriege ich ein List-Index out of range. Und das liegt aber vor allem an meiner iter-Funktion. Das heißt, def-iter ist die Funktion, die wir hier überarbeiten wollen. Die gibt uns jeweils ein Element aus, wenn wir durchiterieren. Das ist quasi bei dieser Liste einfach so gehandhabt. Und auch hier können wir jetzt ganz einfach mal uns angucken, was quasi ein Iterieren ist, indem wir einfach die Superfunktion davon wieder aufrufen. Das heißt, wir gehen hier her und sagen, ey, die Parent-Funktion oder die Superklasse, quasi die Parent-Klasse Liste, ja, wenn wir die bitte einmal benutzen dürften, und zwar einmal die iter-Funktion aufrufen könnten. Da ist kein Parameter dabei, wie ihr sehen könnt, also iter hat keine Parameter. Und ihr könnt jetzt hier ganz einfach hergehen und so tun, als wärt ihr die Parent-Klasse. Im Endeffekt habt ihr noch nichts geändert, ihr habt noch nichts überschrieben. So, das Coole dabei ist jetzt also, wenn wir hier hergehen und sagen wir mal for i in C das Ganze machen und einfach mal ein print i machen, dann sehen wir hier, das ist quasi das, was mit iterieren gemeint ist. Ich laufe durch meine Liste durch und mache dann halt irgendwas da drauf. So, und ja, in dem Fall, ups, ja, ich sollte natürlich was returnen. Sorry, ich meine natürlich return, das vom iter. So, und dann kriegen wir hier ein 0, 1, 2, 3, 4, 5, 42 und 1337. Was hier passiert ist, jedes Mal wird diese iter-Funktion aufgerufen und im Endeffekt wird was geyieldet. Das heißt, es wird hier, also in unserem Fall wird einfach nur was returned, aber in der eigentlichen iter-Funktion sieht das Ganze so aus. Ihr habt hier zum Beispiel mal die Daten sozusagen, sagen wir einfach mal, die sind 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 und 3. Und hier geht es jetzt wirklich her und man sagt, yield dann den nächsten Schritt bitte. Das heißt, yield mein nächstes Element. In dem Fall yield zum Beispiel, anders. For element in data yield lm.
So, was jetzt hier passiert mit Yield, falls ihr das Schlüsselwort nicht kennt, ist, es wird sozusagen ein Return zurückgegeben und man speichert sich, wo man bei dem letzten Aufruf war. Das heißt, im ersten Aufruf wird 0 zurückgegeben. Ich speichere mir aber, an welcher Stelle ich im Code war und beim nächsten Aufruf gehe ich einfach ab diesem Yield weiter. Unten drunter steht nichts mehr. Also jumpe ich wieder hoch in meine Vorschleife, nehme das nächste Element, also 1, und yielde das wieder, sprich ich gebe das jetzt zurück und so weiter und so fort. Es ist quasi ein Return mit, merk dir bitte, wo du warst. So, und wir sehen hier 0, 1, 2 und 3. Das liegt natürlich daran, dass ich hier diese Daten drin habe. Wie kann ich das jetzt kombinieren und daraus eine Circular List bauen? Nun, ganz einfach, ich kann statt Return einfach hier sagen, ich möchte nach meinem letzten Element, sprich nach 1337, möchte ich wieder mein erstes Element ausgeben und so weiter und so fort. Ich habe eigentlich hier niemals ein Ende. Das ist der wichtige springende Punkt hierbei. Ihr könnt am Ende nicht mehr durch diese Liste durchiterieren, weil ihr niemals am Ende seid. Ein Kreis hat kein Ende. Ihr könnt euch hier von vorne bis hinten begeben und wieder von vorne anfangen, wieder nach hinten gehen. Das heißt, ihr werdet hier niemals fertig werden. Und das lassen wir uns ausdrücken, indem wir while true schreiben und natürlich nicht return, sondern hier ein Yield benutzen. Yield super vom Iter. So, und damit bin ich jetzt quasi einmal fertig. Ich sage hier, ja, okay, wir gehen hier durch und sind da einmal quasi fertig danach. Das kann auf Dauer nerven. Ich zeige euch auch warum. Wenn wir das hier nämlich machen, ja genau, wir haben einen Listeniterator bloß, ups. Ja, das kann natürlich nicht funktionieren. Wir müssen hier erstmal unseren Iterator bauen. Das heißt, wir müssen quasi selber drüber iterieren. Wir können aber den Iterator von der Parent Class nehmen. Das heißt, wir sagen hier einfach Iterator. Das ist quasi das Objekt, was darüber iterieren kann. Und wir sagen jetzt hier einfach, wir yielden jeweils das nächste Element, das uns der Iterator liefert. So, der Iterator, ups, das war wieder debuggen. Der Iterator ist allerdings irgendwann mal fertig. Wenn wir uns das angucken, dann geht das ganz gut. Und zwar 0, 1, 2, 3, 4, 5, 42 und 1337. Und dann sagt aber der Iterator Stop Iteration. Und ja, wir haben quasi eine, ja, wir sind draußen, wir sind fertig mit dieser Iteration. Wir können hier nicht mehr weiter iterieren. Deswegen müssen wir uns hier dann sozusagen einen neuen Iterator bauen. Und das Ganze können wir super mit Try and Catch machen. Ja, nicht Catch, sorry, Accept heißt das Ding. Ich mach's immer noch falsch. Und hier können wir einfach hergehen und die Stop-Iteration hier abfangen. Stop-Iteration. Und falls wir eine Stop-Iteration bekommen, bauen wir uns einfach einen neuen Iterator darauf basierend. Was wir jetzt bekommen, ist im Endeffekt eine Never-Ending List, die auf ewig das nächste Element ausgibt. Achtung eben, jetzt könnt ihr hier nicht mehr mit einer Vorschleife wirklich durchlaufen, aber so soll es ja in einem Circular Array auch eigentlich sein. Man möchte jedes Mal wieder von vorne anfangen. Und so habt ihr eine Vorschleife, die eigentlich auch eine While-True-Schleife gleich mit impliziert. Und das kann gut sein, wie gesagt, das kann aber auch seine Nachteile haben, wenn man nicht weiß, dass es eine unendliche Schleife ist. Doch wie sieht es mit, naja, dem nächsten Element aus? Sagen wir mal, ich bin jetzt hier bei meinem Element anstelle C von 42, sagen wir erstmal C von 5, ja? Wie sieht das jetzt aus? Naja, ganz einfach, C von 5 liefert mir dieses Element. Was passiert mit C von 7? Das liefert mir immer noch dieses Element. Aber was liefert mir C von 8 eigentlich? Nun, das liefert euch immer noch einen Listindex out of range. Und das ist natürlich eher unschön. Auch dazu könnt ihr natürlich die jeweilige Funktion überschreiben. Und hier, naja, wenn man zum Beispiel nicht weiß, welche Funktion das ist, ihr könnt euch immer angucken, welche Funktionen überhaupt implementiert sind. Hier landet ihr bei iter. Und jetzt gucken wir einfach mal nach unten. Len, naja, len würde ich drin lassen. Le, less equal, würde ich auch alles drin lassen. Hier haben wir new, wir haben ne, wir haben repre, wir haben reversed und so weiter und so fort. Das würde ich alles drin lassen. Ich würde hier aber vielleicht noch eine Funktion überschreiben, und zwar die getItem-Funktion. Das ist nämlich die x von y-Funktion. Das heißt, hier würde ich tatsächlich hergehen und sagen, def _get Item sollte noch überschrieben werden, und im Endeffekt, wenn wir uns nochmal die Funktion angucken, y ist der Parameter, das heißt, getItem von y ist dasselbe wie x von y, und in dem Fall, naja, geben wir natürlich oder greifen wir auch wieder auf das Parent-System zurück. Das heißt, wir sagen hier auch wieder super von Circular List, also quasi das, was die
die Elternklasse zurückgeben würde, Bodenstrich, get Item von Item. Aber wir machen das nicht einfach nur so, sondern wir nehmen den Modulo der len von self. Ich lagere das mal eben aus, damit wir das in vielleicht einer anderen Variante haben. Das heißt, hier der i ist gleich das da. Und was das im Endeffekt heißt, ist folgendes. Ihr nehmt das Element, das heißt, sagen wir mal, ihr wollt das zweite Element haben, ja? Also 0, 1, 2, ja, diese zwei meine ich. Dann nehmt ihr einfach 0, 1, 2 und das bleibt genau gleich. Nehmt ihr aber jetzt das 8. Element, dann sagt ihr hier 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 und dann fangt ihr wieder von vorne an. 8. 8 wird quasi auf 0 gerechnet, weil len von self ist ja 8. Wir haben hier 8 Elemente drin und modulo zu rechnen heißt immer, wir gehen bis zu dem, nur halt maximal so hoch, also quasi 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sind erlaubt und 8 ist wieder 0. Und so macht ihr das einfach die ganze Zeit weiter. Und wenn ich das jetzt laufen lasse hier, dann kriegen wir hier wieder die 0 raus. Wenn ich jetzt allerdings hierher gehe und sagen wir mal 9, 10, 11, 12, 13 mache, wenn ich jetzt das 13. Element mache, dann kriege ich die 5 raus. Und das wäre das Element hier. Und genau so soll sich ja eine Circular List auch ungefähr verhalten. Das ist im Endeffekt eine Variante, wie ihr das Ganze implementieren könnt. Und so hat jetzt im Endeffekt jeder seinen nächsten Nachbarn. Und das ist ziemlich cool. Und kann wirklich sehr viel helfen. Es kann sein, dass euch die Iter-Funktion hier ein bisschen abfacken wird. Deswegen würde ich euch unter Umständen empfehlen, die rauszuschmeißen, je nachdem, ob ihr sie braucht oder nicht. Aber ich glaube, das hier ist tatsächlich was bei einer Circular List wirklich hilfreich sein könnte. Wenn euch was fehlt, dann schreibt mir das ganz gerne noch. Und ja, natürlich auch eure Lösung zu diesem ganzen Problem. Ich danke euch, dass ihr dabei wart und wir hören uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.